In diesem Video erstellen wir wieder eine Vektordatei in Affinity Designer. Ja, wir haben es im Moment drauf mit unserem Affinity, aber es ist auch ein tolles Programm, in dem man vieles machen kann, so ganz ohne ein Abo zu haben. Ja, wir erstellen diesmal ein Herz und dieses Herz füllen wir mit Dreiecken. Ja, und was sich erst einmal ja doch etwas kompliziert anhört, ist eigentlich gar nicht kompliziert, wenn man denn weiß, wie man das Ganze erstellt und wie man dann die Formen füllt. Und darum geht es genau in diesem Video, dass du lernst, wie du eine Form füllst, und zwar auf ganz unterschiedliche Weisen. Wir machen das jetzt hier einmal mit Dreiecken, aus denen wir Vierecke machen, die wir wiederum mit anderen Farben füllen und das Ganze dann in dieses Herz reinklippen. Natürlich musst du nicht nur ein Herz nehmen, du kannst auch einen Stern nehmen, du kannst ja einen Donut nehmen, du kannst sämtliche Farben und Formen nehmen, die du auch selber erstellen kannst und diese dann auf diese Weise füllen. Also diese Fähigkeiten, die du hier lernst, die sind nicht nur dafür gedacht, ein Herz zu erstellen, was dann eben Heart in Pieces heißt. Das ist jetzt einfach nur bei uns so. Das ist nur ein Beispiel für vieles. Du kannst daraus ganz eigene digitale Produkte machen. Und wenn du mehr über Affinity Designer lernen möchtest, dann vergiss nicht, hier unterm Video hinterlasse ich dir einen Link zu unserem großen Kurs Affinity Designer. Da lernst du wirklich alles von A bis Z über dieses Programm und zwar richtig im Detail. Der Kurs ist viele Stunden lang. Ja, bitte lass dich davon nicht abschrecken, weil er ist extra so aufgebaut, dass du dir erst einmal den theoretischen Teil angucken und dann einfach an verschiedenen Workshops, genau wie sie jetzt hier sind, teilnehmen kannst. Du musst das aber nicht. Ja, du kannst auch einfach an verschiedenen Workshops teilnehmen, wenn du das Programm schon beherrschst und die Details nur bei Bedarf angucken, also die Grundlagen sozusagen. Also der Kurs ist sehr flexibel und du kannst es immer auf deine Bedürfnisse anpassen. Schau dir einmal an. Ich verlinke den hier in der Infobox. Vielleicht gefällt er dir ja und du magst mitmachen. Und wenn du die Datei zu diesem Kurs möchtest, zu diesem Tutorial, dann findest du den ebenfalls bei uns im Backstage-Bereich. Auch das verlinke ich hier unterm Video. Dort kannst du hingehen, musst dich einmal in den Newsletter eintragen und dann kannst du dir alle Dateien runterladen zu allen Online-Kursen, zu allen Tutorials, die wir hier haben und kannst dann direkt einsteigen und mitmachen. Natürlich ist das kostenlos, ja, also ganz kostenlos einfach hingehen, eintragen, in den Newsletter eintragen und alles herunterladen. Du kannst dich auch sofort wieder austragen, auch kein Problem. Nein, deine E-Mail-Adresse wird nirgendwo gespeichert. Du kannst einfach die Dateien herunterladen und ja, hoffentlich viel Spaß damit haben, hier mitzumachen. In dieser Lektion erstellen wir zunächst einmal unser Dokument. Dazu gehen wir auf Datei, Neu und dann siehst du hier schon ganz viele verschiedene Vorlagen. Und ich habe hier schon eine ausgewählt, das ist die 12 Zoll Vorlage. Und wenn ich da draufklicke, dann hat die einen blauen Rand. Und das Ganze siehst du dann auch, wenn ich da drauf geklickt habe, rechts unter Layout. Da steht nämlich 12 x 12 Inch und das Ganze hat 300 dpi. Unter dem Menü, unter der Dokumenteneinheiten, kannst du noch verschiedene Einheiten aussuchen. Wenn du einmal auf das Dropdown-Menü gehst, dann siehst du ganz viele verschiedene Einheiten. Wir lassen das jetzt einmal hier bei den Zoll. Um die Ausrichtung müssen wir uns nicht kümmern, da wir ein quadratisches Dokument haben. Wir erstellen aber ein Artboard, einfach damit wir rechts und links an der Seite etwas ablegen können und legen auch noch Wert darauf, dass das Ganze einen transparenten Hintergrund hat. Ja, die 300 dpi sind in dem Fall natürlich nicht fürchterlich wichtig, weil wir ja hier über Vektor reden. Wir wollen ja Vektor erstellen, aber ja, irgendwie hat man das so im Blut, ne, immer alles in 300 dpi zu erstellen, weil wenn es gedruckt wird, ist das schon eine gute Sache. Deswegen besser, du gewöhnst dich gleich an die 300 dpi. Sobald das alles passiert ist, gehst du unten rechts auf Erstellen. Und du hast ein Dokument und jetzt siehst du auch schon hier das Transparente in der Mitte. Das ist dein Arbeitsbereich und rechts und links, das ist sozusagen ja wie dein Schreibtisch, auf dem du etwas ablegen kannst. Und wir wollen weiter unser Dokument nochmal einstellen. Dazu gehen wir noch auf Ansicht und dann auf Raster und Achsen konfigurieren, weil wir brauchen ein Raster hier, damit wir gleich besser
unsere Dreiecke erstellen können. Also klickst du einfach auf Raster einblenden und dann hier unter den Vorgaben können wir dann auf 1 cm Quadrat klicken. Das ganze Dokument ist dann in 1 cm eingeteilt. Du kannst hier natürlich auch noch verschiedene Farben einstellen. Wenn du das nicht so richtig sehen kannst, so kannst du dir hier ganz nach Belieben irgendeine Farbe aussuchen. Und wenn das geschehen ist, klickst du einfach auf Schließen und hast dein Dokument in einem Rasterformat. Oben stellst du auch noch sicher, dass die magnetische Ausrichtung eingeschaltet ist. Einfach einmal durchgucken, ob das bei dir genauso aussieht wie hier bei mir. Das hilft dir gleich, wenn wir das Dokument einstellen. Ich habe hier noch am Raster ausrichten angeklickt, weil wir jetzt gleich die Dreiecke zeichnen und dann ist es schon ganz hilfreich, wenn diese am Raster ausgerichtet werden. In dieser Lektion erstellen wir unser Herz in Pieces, also in Stücken. Und dazu öffnen wir zunächst einmal unsere Farbpalette und die findest du unter Farbfelder. Wir müssen die aber erst importieren. Wenn du das Feld Farbfelder nicht siehst, gehst du auf Ansicht und dann auf Studio und siehst dann hier die Farbfelder und kannst es öffnen. Bei mir siehst du jetzt einen Haken, das bedeutet, dass die Palette schon geöffnet ist. Deswegen kann ich das jetzt nicht nochmal machen. Wenn das geschehen ist, gehst du oben rechts auf die 3 Striche und dann steht da Palette importieren. Und du hast 3 Möglichkeiten, die Palette zu importieren, nämlich einmal als Programmpalette, dann als Dokumentenpalette und dann als Systempalette. Als Programmpalette importieren bedeutet, dass die Palette allen Affinity-Programmen zur Verfügung steht, nämlich dem Publisher, dem Designer und natürlich auch Foto. Die Dokumentenpalette heißt, dass das nur in diesem einen Dokument zur Verfügung steht und wenn du das Ganze als Systempalette importierst, bedeutet das, dass es überall auf deinem Computer zur Verfügung steht in jedem Programm. Wir importieren jetzt als Dokumentenpalette, weil wir brauchen es ja jetzt wirklich nur für dieses Dokument. Und diese Farbpalette hängt dem Kurs auch an, das heißt, du kannst sie dir runterladen und kannst sie natürlich genauso importieren, wie wir das tun, oder wählst eben einfach eigene Farben. Sobald du die importiert hast, siehst du hier auch schon alle Farben und damit färben wir gleich unsere Dreiecke ein. Und ja, nachdem wir jetzt diese Vorbereitung getroffen haben, starten wir mit unserem Dreieck. Das findest du in der Palette auf der linken Seite. Du kannst dann hier verschiedene Formen wählen. Wir nehmen jetzt hier Dreieck und ziehen ein Dreieck auf in 8 mal 8. Das heißt, wir klicken irgendwo, ja, fangen einfach an zu zählen. Ne? 8 rechts, 8 nach unten und dann steht unser Dreieck. So, jetzt müssen wir einmal den Punkt vom Dreieck verschieben und ziehen den einfach nach rechts. Und jetzt müssen wir das Dreieck, ja, wir geben dem nochmal eine andere Farbe und dann beginnen wir damit, das Dreieck zu duplizieren. Dafür drücken wir Command J und drehen das Dreieck dann einfach einmal ganz um sich herum, sodass das Ganze wiederum ein Viereck ergibt. Ich gebe der Sache noch eine andere Farbe. Einfach in der Farbpalette auf eine Farbe klicken, dann von oben links nach unten rechts alles markieren und nun duplizieren wir das komplette Quadrat. Dazu setzen wir uns erstmal den Transformationspunkt, also den Ursprung, weil wir müssen das ja jetzt unten links nehmen und von da das Ganze drehen und spiegeln. Das heißt, wir nehmen, wenn wir das oben links angewählt haben, einmal den Punkt und ziehen ihn nach unten links. Und jetzt können wir einfach das Quadrat duplizieren. Dann drehen wir das wieder. Du siehst schon, jetzt geht das Ganze um den Angelpunkt herum. Und wir können jetzt direkt die Farben ändern. Indem wir einmal doppelt auf das Dreieck klicken, neue Farbe auswählen und dann das nächste anwählen und wieder eine neue Farbe anwählen. Dann müssen wir das Ganze wieder markieren und wieder duplizieren mit Command J und drehen es wieder einmal. Du siehst, die Maus ändert sich hier und der Angelpunkt bleibt immer noch derselbe. Und wieder kann ich die einzelnen Farben ändern. Ja, und das mache ich jetzt im Prinzip so, bis mein Viereck gefüllt ist.
weil im Moment ist es ja nicht mehr als ein Viereck. Wieder Command J. Und du siehst schon in der Ebenenpalette, dass wir ganz viele verschiedene Dreiecke da drin haben eigentlich. Aber naja, wir müssen das ja jetzt erst einmal das Dokument erstellen, so wie wir das brauchen. Deswegen hier ganz viele verschiedene Dreiecke in verschiedenen Farben. So, im nächsten Schritt müssen wir jetzt irgendwie unser Herz da reinkriegen. Dazu markieren wir alles und richten das erstmal mittig horizontal und vertikal aus. Okay, anwenden und dann nehmen wir als Form im nächsten Schritt jetzt ein Herz. Dazu klicken wir einmal da drauf und du siehst, wenn du unten rechts draufklickst, hast du ganz viele verschiedene Formen hier drin und ganz unten findest du auch das Herz. Klick einfach da drauf und dann gehst du in die Mitte deiner Dreiecke oder deines Vierecks und ziehst das Herz von der Mitte nach unten rechts. Und dann wird es ja so groß, wie du es haben möchtest. In dem Fall soll es natürlich nicht größer werden als unser Viereck. Und die einzelnen Punkte kann ich einfach noch lang ziehen. Dann habe ich auch kein Herz out of the box sozusagen, sondern habe noch ein ganz individuelles Herz hier. Bevor wir jetzt unser Herz in unser Dokument reinklippen, also in unsere Dreiecke, werden wir einmal das Herz duplizieren mit Command J, weil wir brauchen natürlich auch noch unsere Umrandung. Und dazu klicken wir auf Umrandung oben unter Farbfelder und wählen dann weiß aus und können jetzt die Breite der Umrandung erhöhen. Und wenn das geschehen ist, können wir das Herz einfach noch ein Stück verkleinern, damit das innen drin die Umrandung ist. Ja, siehst schon. Ja, so ist das ganz super gemacht. Wenn ich doppelt draufklicke, kann ich die einzelnen Punkte bearbeiten und das Ganze noch etwas anpassen, also den Punkt oben. Jetzt gehen wir zurück auf unsere ganzen Dreiecke und die werden jetzt in die Ebene hereingezogen, in der sie reingeklippt werden sollen. Wir machen das noch einmal, das ging jetzt sehr schnell. Mit Command Z gehe ich noch mal einmal zurück und nehme die untere Ebene und ziehe diese in die Ebene mit dem Herz und gehe einfach ein Stück nach rechts. Das ist so ein kleines blauer Rahmen, da siehst du dran, dass wir jetzt richtig sind. Und dann, wenn ich das dann loslasse, dann ist es schon passiert, ne? Das Herz ist reingeklippt. Ja, ich mache jetzt auch was ganz ein bisschen schmaler hier, aber im Großen und Ganzen ist unser Herz auch schon fertig. In dieser Lektion zeige ich dir, wie du das Herz noch so ein bisschen modifizieren, ein bisschen individualisieren kannst. Und dazu drehen wir einmal die Scheibe sozusagen, die Farben in dem Herz. Und da gehe ich in die Ebenenpalette, öffne die beiden Ebenen von dem Herz und dem geklippten Herz, gehe auf die Ebene, auf die Gruppe sozusagen mit den ganzen Farben und dann kann ich einfach oben drehen und schon habe ich ein komplett anderes Herz. Das kannst du natürlich völlig frei entscheiden, ob du es so haben möchtest oder vielleicht etwas spitz zulaufen lassen möchtest. Das ist komplett up to you sozusagen. Kannst du dir überlegen, wie du das Herz haben möchtest. Und du kannst sogar den Mittelpunkt ein wenig verschieben, damit das noch ein bisschen mehr rauskommt. Oben, unten, links, rechts, ja, kannst du ganz individuell anpassen. Wenn du das alles wieder rückgängig gemacht haben möchtest, dann machst du einfach Command Z. Dann kannst du das wieder genauso machen, wie es war. Und wir lassen es auch erst einmal so, weil ich möchte dir noch ein paar Dinge zeigen. Und zwar als allererstes bearbeiten wir einmal die Umrandung von dem Herz. Dazu gehe ich in der Ebenenpalette auf die Umrandung und dann geben wir unten auf die Ebeneneffekte, um einen kleinen Schatten hinzuzufügen. Ich bin jetzt einfach nur reingezoomt mit Command Plus und in den Ebeneneffekten klicke ich auf Schatten nach außen. Wenn ich das jetzt anklicke, habe ich hier verschiedene Parameter, mit denen ich spielen kann und ja, kann das dann auf Multiplizieren, auf Normal, kann ich hier einstellen und dann kannst du hier unter Radius, Versatz und mit Intensität spielen, um halt, deinen Schatten zu setzen. Natürlich kannst du dem auch eine Farbe geben. Ich mache das jetzt hier mal in dunkelgrau. Ich finde das immer so ein bisschen natürlicher, aber auch das kannst du frei entscheiden.
Das Einzige, ja, was ich jetzt zu nörgeln habe, ist sozusagen, wir reden ja hier von einem Vektorelement, ne? Deswegen ist das immer nicht so unbedingt erforderlich, dass das so viele Schatten hat. Wir müssen einen Schatten noch auf unseren Text machen, deswegen lasse ich den jetzt mal hier raus und das ist auch gar kein Problem. Kann ich einfach hier schon direkt rausnehmen, ja, indem ich unter Ebeneneffekte gehe und dann den Haken wieder entferne. Und jetzt gehe ich dann einmal und schreibe erst meinen Text, um dem dann einen kleinen Schatten zu geben. Also gehe ich aufs Texttool, suche mir die Schrift aus, die ich haben möchte. Ich habe jetzt hier Adlery. Du kannst natürlich die Schrift nehmen, die du gerne magst. Und dann ziehe ich hier den Text in einer Größe auf. Schreibe den mal hier rein. Muss das alles markieren. Und erst einmal eine Farbe auswählen. Ja, ich mache das hier jetzt in weiß, mache das Ganze noch größer und zentriere das dann. Kann ich hier alles oben im Menü machen. Ja, und jetzt kannst du das natürlich so anpassen, wie du das gerne hättest. Und sobald das geschehen ist, können wir auch schon unseren kleinen Schatten hinzufügen. Ja, dazu gehen wir wieder auf Ebeneneffekte, unten in der Ebenenpalette und dann wieder Schatten nach außen. Ja, und jetzt macht das auch irgendwie Sinn, ne? Also wieder den Radius ändern, Farbe, ja, wie gesagt, ich mache das immer etwas in Grauton, damit das Ganze nicht so hart ist. Und ich spiele dann so lange damit, bis es mir gefällt. Also es gibt hier keine vorgesetzten Parameter. Das machst du so, wie du das gerne magst, weil es hängt ja auch immer so ein bisschen von der Schrift ab. Ja, und sobald das geschehen ist, siehst du auch schon, unser Herz ist fertig. Und wenn wir das Ganze jetzt passend wieder auf die Größe reduzieren möchten, gehen wir mit der Maus da rein und dann rechte Maustaste und klicken dann auf passend Zoom. Ja, und jetzt passt das wieder auf unseren Desktop und unser Herz ist fertig. In dieser Lektion werde ich dir einmal zeigen, wie du dein Objekt beliebig skalieren kannst. Da gibt es noch einen ganz kleinen Trick und dann wollen wir das Ganze auch noch exportieren und zwar in verschiedene Dateiformate. Als allererstes markieren wir einmal von oben links nach unten rechts das komplette Element, das wir erstellt haben und können das jetzt ganz einfach skalieren. Da es sich ja hier um einen Vektor handelt, können wir das beliebig machen. Ja, bitte immer die Umschalttaste drücken, damit sich das Ganze nicht verzerrt. Und du siehst schon, wenn man das ganz klein macht, dann sieht unsere Umrandung jetzt sehr ein wenig seltsam aus. Ne? Die wird nämlich ganz breit. Und je größer man das macht, desto kleiner wird sie wieder. Das können wir verhindern, ganz einfach, indem wir in der Konturpalette auf mit Objekt skalieren klicken. Und dann passiert das jetzt nicht mehr. Wenn ich das jetzt ganz klein mache, ja, dann passt das direkt zum Dokument, zum Objekt. Und wenn ich das jetzt wieder ganz groß mache, passiert ebenfalls nichts. So, jetzt haben wir unser Objekt und wollen das einmal exportieren. Das können wir in Affinity auch auf verschiedene Arten machen. Dazu gehen wir unter Datei auf Export oder Exportieren. Und hier kannst du dann schon sehen, dass du verschiedene Dokumentenformate auf der einen Seite hast und unter Bereich auch noch verschiedene Möglichkeiten hast. Jetzt gerade haben wir nämlich alle Möglichkeiten, da wir unser Objekt ausgewählt haben. Wir werden jetzt einmal mit dem PNG anfangen. Ja, wenn ich das jetzt hier anklicke, siehst schon, dann wird das ganze Dokument in 12 x 12 Zoll, dementsprechend in 3600 x 3600 Pixel exportiert. Und ich kann auch noch anwählen, welchen Bereich ich exportieren möchte. Möchte ich das komplette Artboard speichern, nur die Auswahl oder nur den Bereich der Auswahl? Und das kann ich jetzt hier auswählen, ja, mit nur Auswahl und dann halt auf Exportieren klicken. Und du siehst schon, dann wird die Größe kleiner, weil wir ja jetzt einfach nur unser Herz exportieren. Ja, und jetzt kann ich dem Ganzen einfach einen Namen geben. Ich nenne das jetzt einfach mal ganz Herz und klicke auf Sichern. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Wir gehen wieder auf Exportieren. Und jetzt exportiere ich das mal als JPEG, damit du gleich den Unterschied siehst. Und ja, ich gehe wieder hier auf nur Auswahl
und gehe dann auf Exportieren und kann das Ganze jetzt wieder Herz nennen. Warum? Weil es einmal ein JPG hat und einmal ein PNG. Das kommt sich dann nicht in die Quere. Besonders clever ist es allerdings, einen Vektor auch als Vektor zu exportieren, weil das hatten wir ja weder beim PNG noch beim JPG und deswegen wähle ich jetzt einmal SVG aus und klicke dann auf nur Auswahl und das Ganze exportiere ich und das hat jetzt den großen Vorteil, dass mir die Ebenen erhalten bleiben, sodass ich das immer wieder darin eingreifen kann, immer wieder verändern kann. Jetzt haben wir auf unserem Desktop alle 3 Dateien, nämlich das PNG, das JPG und das SVG. Wenn ich jetzt mal auf das PNG klicke, dann siehst du, dass es ein ganz bisschen anders aussieht als das JPG. Es hat nämlich einen leichten grauen Hintergrund, so ein hellgrau. Und das steht immer für die Transparenz. Wenn ich jetzt auf das JPG klicke, dann ist es weiß. Ja, das heißt, ich kann, wenn ich etwas da drunter lege, dann liegt das unter dem Viereck und nicht unter dem Herz. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und bei dem SVG, da sehe ich noch gar nicht viel. Ne? Da sehe ich einfach nur, es ist ein weißer Hintergrund, dann mein Herz. Aber wenn ich das wieder öffne in Affinity, dann sehe ich die verschiedenen Ebenen. Deswegen bitte immer als Datei speichern, ja, wenn du jetzt hier in der Ebenenpalette einmal reinklickst auf das kleine Dreieck, dann siehst du, dass uns diese ganzen Ebenen erhalten geblieben sind hier und wir damit dann eben auch arbeiten können. Ich hoffe, der Kurs hat dir gefallen, das Tutorial hat dir gefallen und du hast jetzt ein eigenes Herz oder vielleicht hast du auch einen Stern genommen und hast den mit Dreiecken gefüllt, wer weiß. Ich würde mich freuen, das zu sehen. Du kannst mich ja mal auf Instagram taggen. Wir sind da DigiDesign Resort Designer. Vielleicht magst du uns mal zeigen, was du hier erstellt hast. Du kannst natürlich mir auch eine E-Mail schreiben, direkt über unsere Webseite. Und dann kann ich mir deine Grafik auch einmal ansehen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören oder zumindest hinterlass uns doch einen Kommentar. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wenn immer wir ein neues Video posten. Und ja, klick auf den Like-Button. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.